und herzlich willkommen zu einem neuen 5 Fragen, die keiner gestellt hat Video. Yay! Hier haben wir noch ein paar Fragen. Mach gerne mit, beantworte die Fragen auch gerne mit. Und falls ihr eine lustige Frage einstellt, es kann auch eine Entweder-Oder-Frage sein, dann stell sie gerne, dann kommt sie in mein Glas und dann werde ich sie irgendwann ziehen. Also, los geht's mit Frage Nummer 1. Frage Nummer 1. Wir haben eine lange Frage. Welches Geräusch triggert sofort deine innere Genervtheit, aber du tust so, als wäre es okay? Okay. Triggert meine innere Genervtheit, aber ich tue so, als wäre es okay. Also eigentlich würde ich nicht sagen, dass es ein Geräusch gibt, welches ich nicht äußere, wenn ich es höre. Also sowas wie Schmatzen zum Beispiel. Das finde ich nicht cool. Aber eigentlich sage ich dann auch, kannst du bitte aufhören zu schmatzen? Oder kannst du meinen Mund zumachen? Welches Geräusch? Also Zahnarztgeräusch, das triggert nicht nur meine Genervtheit, das triggert meine Panik und Angst. Aber ich tue so, als wäre es okay. Welches Geräusch? Ich zeige euch mal gerade noch den Zettel. Ups. Da. Aber welches Geräusch? Mir fällt so spontan nichts ein, was mich nervt, ich aber nicht sage, dass es mich stört. Beziehungsweise wo ich so tue, als wäre es okay für mich. Welches Geräusch könnte es sein? Also selbst wenn jemand mit den Schuhen schlurft, ne, das finde ich auch nervtötend ohne Ende. Aber ich neige dann auch dazu zu sagen, boah, heb die Füße. Also da ist so mein Innerstes, was dann schon auch mal zu fremden Leuten einfach Dinge sagt. Aber ich wüsste jetzt sonst kein Geräusch, was mich nervt, ich aber so tue, als wäre es okay. Oh doch, mir ist gerade was eingefallen. Und zwar gibt es Menschen, die machen Geräusche, obwohl sie keine Geräusche machen müssten. Das ist so ein Das machen vermehrt ältere Menschen. Und da würde ich nie was sagen, weil sie das halt einfach gar nicht merken. Aber das ist ein Geräusch, das nervt ultra. Also mich jedenfalls nervt es extrem, weil ich halt immer den Anschein habe, dass da jetzt gleich noch was kommt. Das ist schon ein bisschen gemein auch, ne? Aber ich finde es wirklich anstrengend, dieses Geräusch. Zumal ich halt immer erwarte, dass da jetzt gleich irgendwas kommt. Also wenn man isst, machen das Leute halt auch vermehrt, dass sie so, wo ich mal denke, sagt ihr jetzt gleich noch was, so, lecker oder so? Da sage ich nie irgendwas. Das ist aber ein Geräusch, was mich wirklich nervt. Doch. Na gut, okay, wir haben also doch was gefunden, was mich nervt, aber ich es nicht sage, weil und dann so abtue, als wäre es okay. Aber es fällt halt auch nur mir auf, dass sie das machen. Also es fällt halt niemanden, der anderen Person fällt es ja nicht auf, die das macht. Okay, war eine blöde Frage. Frage 2. Weiter geht's. Welchen Geruch liebst du? Das einfach. Kaffee. Ich liebe den Geruch von Kaffee. Chibo. Geht ihr manchmal zu Chibo?
bei Chibo riecht es himmlisch. Es riecht da so gut drinne. Wenn so eine Kerze riechen würde, ne? Oder so einen Raumduft gäbe. Chibo. Der Chibo-Geruch. Oh, ich liebe es. Da riecht es so gut im Chibo. Also wirklich. Oh, ich liebe diesen Geruch vom Kaffee. Dieser frisch gemahlene Kaffee. Es ist einfach, es ist so toll. Ich liebe es. Okay, das war einfach. Wir hatten eine schwere Frage und eine einfache Frage. Ich hoffe, jetzt kommt nicht wieder eine schwere Frage. Frage Nummer 3. Das Glas riecht aber auch ein bisschen komisch. Dabei habe ich es gewaschen. Naja. So, Frage Nummer 3. Was hast du mal gekauft, nur weil die Verpackung schön war? Was habe ich gekauft, nur weil die Verpackung schön war? Da gibt es so einige Artikel. Ich habe schon gekauft. Bücher vor allen Dingen. Weil ich kaufe Bücher eigentlich nicht wegen des Klapptextes. Mich muss der Titel ansprechen und vor allen Dingen muss mich das Cover ansprechen. Wenn mich das Cover nicht anspricht, dann kaufe ich das Buch meistens auch nicht. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt letztens ein Buch gekauft, da ist das Cover auch nicht so cool, aber da hat mich da oben in der Ecke was getriggert, dass ich es kaufen musste. Also weil ich mir dann auch den Klappentext durchgelesen habe und dachte, das klingt lustig, das will ich lesen. Aber so eigentlich, ich habe auch früher in meiner Videothek, habe ich Filme immer danach ausgesucht, wie das Cover war. Weil ohne cooles Cover kann der Film ja auch nicht cool sein. Was meint ihr, was ich schon für schlechte Filme gesehen habe? Weil ich das Cover so toll fand. Aber Shampoo, Duschgele, Deo-Sprays, das habe ich alles schon gekauft wegen der Verpackung. Weil da Glitzer-Einhörner drauf waren oder weiß der Geier was. Also ich bin da wirklich auch nicht gefeilt. Ne? Also sobald da auch irgendwas Niedliches drauf ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das in meinem Einkaufswagen landet, relativ hoch. Also ich meine allein da, Crossi Croissant. Gut, das war nicht mal eingepackt. Der sieht halt einfach so niedlich aus. Den muss ich halt trotzdem mitnehmen. Aber ja, also ich bin da leicht zu beeindrucken. Ich bin ein kleines Verpackungsopfer, was das angeht. Also. Und wie gesagt, Bücher und Videokassetten habe ich früher immer so ausgesucht. Genau. So. Nummer 4. Was haben wir hier? Welches Lebensmittel verdirbt bei dir am häufigsten, obwohl du es eigentlich magst? Da fällt mir ganz spontan direkt was ein. Und zwar Frühlingszwiebeln. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich schon Frühlingszwiebeln gekauft habe und die dann irgendwann so trockene Stängel waren. Weil ich dann von dem ganzen Bund nur so 2, 3 benutzt habe. Und meistens sind es ja so 5 Stück. Und naja, so 2 Stück passiert dann häufiger, dass die trocken werden. Und dass ich sie dann wegschmeißen muss. Es ist wirklich eine Schande, wirklich, ich sag's euch. Aber bei Frühlingszwiebeln passiert mir das echt häufig. Es gibt eine Zeit lang, da kaufe ich dann keine Frühlingszwiebeln, weil ja, sie würden halt einfach trocken werden. Ich weiß, man kann die ja auch ins Wasser stellen und so. Das habe ich auch schon gemacht, aber sind wir ehrlich, das bringt bei mir nichts. Das führt zu nichts. Außer zu komischem Wasser. Und dass ich die dann trotzdem wegschmeiße. Also es wächst halt auch einfach nicht schnell genug, wie ich finde. Also um dass man das so, wenn man es vielleicht einpflanzen würde, okay. Aber so im Wasser, bin ich kein Freund von. Aber ja, Frühlingszwiebeln kaufe ich und muss sie dann wegschmeißen. Weil sie irgendwann trocken sind. Ja, so viel zu meiner Schande. Kommen wir zu 2, 4. Oh, zum letzten. Nummer 5. Oh, ist eins rausgeflogen. Das nehmen wir. Wie bei Tarotkarten. Wir nehmen das, was rausfällt.
Und es ist, was ist so richtig typisch, was ist so richtig typisch du, wenn du zu Hause bist? Ich weiß, ich habe euch wieder irgendwie 2 Zettel nicht gezeigt oder so. Egal. Was ist so typisch ich, wenn ich zu Hause bin? Was ist typisch ich, wenn ich also sagen wir mal so, was typisch ich ist, wenn ich zu Hause bin, beziehungsweise wenn ich nach Hause komme, dann ziehe ich mich sofort aus. Also so komplett. Und kletter sofort in meine Jogginghose und T-Shirt. Manchmal schafft es die Jogginghose nicht. Da habe ich dann nur T-Shirt und Schlappen an. Und Unterwäsche natürlich. Aber ja, also ich ziehe mich halt immer direkt um, sobald ich das Haus betrete. Also außer ich weiß, ich gehe noch mal gleich los. Dann natürlich nicht. Aber wenn eigentlich nichts geplant ist, ziehe ich mich sofort in bequemen Klamotten an. Ja. So ist das bei mir. Wenn ich dann nochmal raus muss, ist halt shit happens. Da muss ich mich halt wieder anziehen. Das ist aber kein Problem, wie ich finde, weil ich finde halt den ganzen Tag mit richtigen Anziehsachen zu Hause, finde ich viel zu unbequem. Deswegen ziehe ich mich immer gleich aus, wenn ich nach Hause komme. Genau. So, okay, haben wir wieder viel über mich gelernt. Es wäre mir eine Freude, wenn du schreibst, wie du zu diesen Themen stehst und zu diesen Fragen. Ich bin da sehr gespannt drauf, vor allen Dingen das mit dem Geräusch. Also das fände ich spannend, was es bei dir ist. Ja, schreibt mir das gerne in die Kommentare auf jeden Fall. Gut, ihr Lieben, dann war es das auch schon wieder. Wieder ein kurzes Video. Pass schön auf dich auf. Lass mir übrigens einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich richtig dolle drüber freuen. Ein Abo, falls du das noch nicht getan hast. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Das macht, dass mein Kanal wächst und wir immer mehr tolle Leute hier werden. Gut, dann wünsche ich dir einen ganz wundervollen Abend. Lass es dir doll gut gehen und pass schön auf dich auf. Bis ganz bald. Tschüss.